Was habe ich gesagt? Nichts Schlimmes. Leider nicht ganz. Die Infektion ist eine Weile her und hat zu einer Myokarditis geführt. Sie werden sich erstmal vom Leistungssport verabschieden müssen. Ich glaube, ich habe da eine Lösung. Du, eine Lösung. Die sind von Francesca. Das war die Ursache, eine popelige Grippe. Nicht komplett ausgeheilt. Sowas kommt häufiger vor, als man denkt. Und jetzt? Hat sich der Infekt verlagert und das Herz angegriffen. Leider. Sie dürfen das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Hörst du? Ja, schon klar. Jetzt lass doch mal deine blöden Sachen liegen und hör zu, es geht um dein Herz. Darf er weiter Sport treiben? Auf keinen Fall. Nicht bevor der Infekt vollständig ausgeheilt ist. Und dann? Muss man abwarten. Zum Glück scheint der Herzbeutel nicht betroffen. Grünes Licht kann ich aber erst nach den Untersuchungen geben. Dennoch, Herr Mann, Sie müssen Ihr Leben trotzdem umstellen. Und daher ist es mir eine ganz besondere Freude, Ihnen allen meine Mutter Francesca von Lahnstein vorzustellen, die übrigens die Firmenleitung übernehmen wird. Über eventuell damit einhergehende Veränderungen innerhalb der Firma werden Sie natürlich rechtzeitig informiert. Vielen Dank. Ja. Und wie war noch Ihr Name? Das ist Frau Badura, unsere Perle vom Empfang. Eine ebenso kompetente wie charmante Mitarbeiterin, an deren freundliches Lächeln du dich bald gewöhnen wirst. Der Empfang ist die Visitenkarte einer Firma. Seine Bedeutung kann gar nicht genug wertgeschätzt werden. Vielen Dank. Auch wenn du offenbar versuchst, über meinen Kopf hinweg Firmenpolitik zu betreiben, Ansgar. Carla, ich habe dich ja noch gar nicht gesehen. Noch bin ich Chefin der Lahnstein Holding. Und daran wird sich auch nichts ändern, solange nicht eine gewisse Person bewiesen hat, dass sie auch die ist, für die sie sich ausgibt. Schwesterchen, ich habe natürlich Verständnis dafür, dass es dich überrascht, wie schnell sich hier die Dinge entwickeln. Und natürlich räumt man nicht gern seinen Stuhl, aber mach dir nichts draus. Du kannst es ohnehin nicht ändern. Carla, bitte, nimm das doch nicht persönlich. Mutter, ich würde dir gerne den Rest der Firma zeigen. Sag mal, träum ich oder duftet sie nach Kaffee? Und was kommt sonst noch in deinem Traum vor? Lass mal überlegen. Croissants, Orangensaft, 5-Minuten-Eier, vielleicht frisch gepflückte Blumen. Das muss wirklich ein Traum sein. So ein Frühstück würde meine haushälterischen Fähigkeiten bei Weitem sprengen. Moment, ich habe auch noch was vergessen. Ein unwiderstehlich tollen Mann, der mir alles ins Bett bringt. Und jetzt? Willst du dich nicht revanchieren? Nein, ich glaube nicht. Tja, dann. Dann werde ich das Frühstück wohl wieder abräumen müssen. Hey, untersteh dich. Was soll ich tun? Alles hat seinen Preis. Was machen wir denn da? Und wie wär's damit? Papa, weißt du wo? Entschuldigung. 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 Ja, komm. Er ist erwachsen. Hm? Frühstücken. Okay. Meine Herrschaften, einen Moment bitte. Ich würde Sie gern persönlich vorstellen. Das sind die Herrschaften aus der Rechnungsführung. Herr Pfister, Frau Feustel und der Herr Dissler. Ja, wir
Wir sind aber weg. Jetzt schon? Ja, ich muss vorher noch was kopieren. Und wenn die Kleine ihre Touren kriegt, sitzt dort die richtige Unterstützung. Später. Du vermisst dich jetzt schon. Schau, meine Kleine, brav sein. So, meine Kleine, hm? Zeit für ein Mittagsschläfchen. Dir fallen ja jetzt schon die Augen zu. Ja, komm mal her. So. Schlaf gut, meine Süße. Übrigens, wegen vorhin, ich meine, als dein Schon Vater... gut, mein Fehler. Ich hätte ja auch anklopfen können. Naja, wir hätten ja auch nicht unbedingt, ich meine... Nee, wir, kein Problem. Ist ja auch echt keine Art, da einfach so reinzulatschen. aber trotzdem, wir hätten vielleicht Nächstes Mal einfach... klopfe ich einfach an, okay? Oh. Kümmerst du dich um sie? Was ist denn los mit dir, mein kleiner Schatz? Hm? Kannst du nicht schlafen? War mir zu laut? Soll ich dir ein Schlafliedchen vorsingen? No. Na, und was sagt der Arzt? Danke. Myokarditis. Was für ein Ding? Herzmuskelentzündung. Oh, das klingt nicht so lustig. Ja, das ist es auch nicht. Na, und was mit Christians neuem Job und dem Boxen? Erst mal Feierabend. Zumindest bis die Entzündung weg ist, aber danach bleibt ein Restrisiko. Es kann sogar sein, dass Christian nie wieder seine Boxhandschuhe anziehen darf. Mann, und das ausgerechnet Christian. Sein Sport ist alles für ihn. Jetzt heißt es plötzlich 8, 9 aus, das war's. Such dir was Neues. Boxen ist nicht mehr. Und wie hat er reagiert? Der Arme, der ist doch bestimmt total fertig. Von wegen, das ist ja das Komische. Ich habe gedacht, er klappt zusammen, aber stattdessen ist er total ruhig geblieben, so nach dem Motto, gibt Schlimmeres. Okay, das ist echt strange. Aber meinst du, er tut vielleicht nur so? Ich habe keine Ahnung. Sophia? Sophia! Leonard. Hi. Hast du Sophia und das Kindermädchen irgendwo gesehen? Du meinst sie draußen? Nee, tut mir leid. Na gut, vielleicht ist sie im Rosenpavillon. Ja. Ach, warte mal. Vielleicht ist sie bei Francesca. Bei der Galdi? Ja. Wieso sollte sie das? Ich habe eben zufällig mitbekommen, wie sie dem Kindermädchen ihre Hilfe angeboten hat. Wie bitte? Das ist nicht dein Ernst. Carla, warte. Ich weiß, du hörst das nicht gern, aber meinst du nicht, es wäre langsam mal Zeit, einen Schritt auf Francesca zuzumachen? Und wieso sollte ich das tun? Na, zum Beispiel, weil sie deine Mutter ist. Francesca und Sophia mögen sich. Vielleicht spürt die Kleine ja genau das, was du nicht wahrhaben willst. Jetzt reicht's. Bin wieder da. Was ist mit eurem Termin im Schneiders? Das macht Matthias alleine. Irgendwas Dringendes wollte er vorher noch erledigen. Weiß nicht was. Könntest du ihm vielleicht nachher ein paar Unterlagen vorbeibringen? Kein Problem, ich bin so gut wie fertig. Ach, wollt ihr mal was sehen?
Nicht schlecht, oder? Ich finde, wir sind ganz gut getroffen. Mhm, ganz nett. Ich muss los. Was meinst du? Sollen wir sie aufhängen? Überm Schreibtisch? Na, vielleicht neben der Garderobe. Arno, ich will dir ja nichts unterstellen, aber kann es sein, dass es kein Zufall war, dass du das Foto gerade in dem Moment rausgeholt hast, als David runterkam? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Natalie, du gehörst inzwischen zur Familie. Es wird Zeit, dass der Junge das allmählich kapiert. Danke, Arno. Also besser, Sie gehen heute nicht mit ihr in den Park. Ich habe den Verdacht, sie könnte Heuschnupfen haben. Und es fliegen so viele Pollen durch die Luft. Ist gut. Kommst du? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie sollen mein Kind nicht unbeaufsichtigt lassen oder in Gesellschaft fremder Leute. Sonst können Sie sich Ihre Papiere abholen. Aber ich dachte, Frau Galdi Frau Galdi ist zurzeit Gast auf Königsbrunn. Und das war's auch schon. Es wird nicht wieder vorkommen. Und jetzt gehen Sie bitte mit der Kleinen in den Park. Ich möchte mich nicht einmischen, aber ich weiß wirklich nicht, ob das mit dem Park so eine gute Idee ist. Sie glauben also zu wissen, was für meine Tochter gut ist, Frau Galdi? Ja. Sie reibt sich die Augen, ihre Nase läuft und außerdem Ja, dann gehen Sie halt nicht mit ihr in den Park. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass diese Frau Ihnen was zu sagen hat. Jetzt gehst du schön auf dein Zimmer spielen, ja? Laufen. Mama. Mama, reicht. Es reicht. Sie hören jetzt endlich auf, diesen Unsinn zu verbreiten. Sie sind nicht meine Mutter und bald wird das hier jeder auf dem Schloss einsehen müssen. Haben Sie mich verstanden? Natalie, du willst sicher zu Matthias, stimmt's? Ja, ist er schon da? Ja, und ich weiß auch wo. Hervorragende Übersetzerin. Wir profitieren sehr von Ihren Erfahrungen in Cordoba. Ach ja? Es stimmt doch, was gemunkelt wird, oder? Was denn? Ach komm, Natalie, mir kannst du sagen. Also? Also was? Charlie, bitte sprich Klartext. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Naja, wenigstens fragst du. Natürlich meine ich Matthias und dich. Spätestens seit Lydias Verlobung sind sich alle sicher, dass ihr zwei zusammen seid. Seid ihr? Ihr seid. Ich weiß wirklich nicht, ob man das schon Beziehung nennen kann. Aber ich. Wenn du meinst. Ich habe für sowas ein untrügliches Gespür. Ich kann dir später gerne ein paar Berichte zeigen. Natalie, wir haben dich sehnsüchtig erwartet. Ich darf vorstellen, Natalie Kepler, meine Lebensgefährtin. Sehr angenehm. Freut mich auch. Espresso? Gerne. Hab ich's doch gewusst. Christian? Steckst du? Wow, also wenn Herzpatienten immer so aussehen. Was dann? Für mich? Mit ganz viel Liebe gemixt. Ist schon praktisch, wenn man einen Freund hat mit der Kneipe direkt unter der Wohnung. Kneipe? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ey, wir sprechen hier von der angesagten Szene-Lounge in Düsseldorf. Das muss mir für einen Moment entgangen sein. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt erst Zeit habe, aber unten war die Hölle los. Kein Problem. Noch komme ich ganz gut ohne dich klar. Wie geht's dir? Bestens. Ich fühle mich wie neugeboren. Kein bisschen schlapp. Ich könnte Bäume ausreißen. Wirklich. Okay, dann wollen wir das doch gleich mal testen. Was ist das denn? Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe ein bisschen trainiert. Ein bisschen? Das ist klatschnass. Na und? Es hat mir Spaß gemacht. Und solange es mir Spaß macht, kann es auch nicht schlecht sein. Hallo? Hast du eigentlich gehört, was der Arzt gesagt hat über plötzlichen Herztod? Willst du einfach umkippen und das war's dann? So ein Quatsch. Ich boxe schon ewig. Ich weiß, was gut für mich ist. Bitte, wenn du so gut Bescheid weißt, mach nur weiter so. Weißt du eigentlich, was die von mir verlangen? Die wollen, dass ich alles aufgebe, was mir wichtig ist. Mein Studium, das Boxen, meine Zukunft. Christian, du bist ein freier Mensch. Keiner zwingt dich, dein Leben zu ändern. Ja, du machst es dir leicht. Du plapperst einfach nur nach, was die Ärzte sagen. Ja, weil die verdammt noch mal mehr Ahnung haben als ich.
Klar. Ich mach einfach das, was alle sagen. Und wie es mir dabei geht, das schert dich einen Dreck. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du zur Abwechslung mal an mich denken. Na, was gibt's Neues, Mutti? Doch hoffentlich keine schlechten Nachrichten. Carla, ich hatte gerade eine wenig erfreuliche Begegnung mit deiner Schwester. Ach, das darfst du nicht so eng sehen. Carla hat manchmal eine etwas eigentümliche Art, ihre Zuneigung auszudrücken. Sie mag mich nicht. Nein, wie konnte denn das passieren? Ich fürchte, sie wird mich nie als ihre Mutter akzeptieren. Was du bei Licht betrachtet auch gar nicht bist. Trotzdem. Es wäre doch in unser aller Jetzt hör mir mal Interesse, gut wenn... zu. Wir haben hier einen Deal. Im Rahmen dieses Deals erfüllst du eine Aufgabe. Was Carla denkt oder nicht denkt, interessiert mich einen Dreck. Wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man ja glatt drüber lachen. Du sprichst von Frau Galdi. Oder Francesca von Lahnstein. Je nachdem, zu welcher Fraktion du gehörst. Carla, ich bitte dich, das liegt doch auf der Hand. Solange es keinen Beweis gibt, dass sie Francesca ist, bleibt sie für mich Maria Galdi. Ich wünschte nur, Leonhard würde das genauso sehen. Wann erwartest du denn das Ergebnis der DNA-Analyse? Ich hoffe, der Kurier kommt heute noch vorbei. Na, siehst du, dann kommt die Wahrheit ans Licht und es kehrt endlich wieder Ruhe ein. Hört endlich auf, mich als Bittstellerin zu behandeln. Ohne mich wärt ihr doch auch aufgeschmissen. Ach, wären wir das? Etwa nicht? Richtig. Ich hatte ja ganz vergessen, dass du uns die Locke von Francesca besorgt hast, damit wir den DNA-Test nachholen können. Dafür sind wir dir natürlich auch auf ewig dankbar. Aber korrigier mich, wenn ich falsch liege. Wärst du nicht längst vom Schloss geflogen, wenn ich mich nicht schützend vor dich gestellt hätte? Ja, das schon, aber... Was willst du? ein Teil der Familie sein. Und dazu gehört, dass auch Carla mich als ihre Mutter akzeptiert. Zum allerletzten Mal. Was Carla von dir denkt, ist absolut zweitrangig. Du erfüllst hier eine Aufgabe und du wirst sie gut erfüllen, sonst gehst du dahin zurück, wo du hergekommen bist. Wiedersehen. Und? Noch ein Espresso? Ich finde, den haben wir uns verdient. Immer gern. Wenn du möchtest, kann ich morgen früh für dich zum Bauamt gehen und die nötigen Genehmigungen beantragen. Du willst ja sicher mit Arno die Pläne durchgehen, oder? 2 Espressi, bitte. Gerne. Suchst du was? Also, so wie ich das sehe, kann das Angebot spätestens übermorgen raus. Was meinst du? Hallo? Hast du mir überhaupt zugehört? Für dich. Für mich? Als kleine Wiedergutmachung für heute Morgen. Aber dafür konntest du doch gar nichts. Trotzdem. Jetzt mach schon auf. Und? Gefällt sie dir? Du bist total verrückt. Dankeschön. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Eine Herzmuskelentzündung ist gar nicht so schlimm. Ach, du kannst sie gerne haben, ich brauch sie nicht. Wenn die einmal ausgeheilt ist, dann kannst du im Prinzip genauso leben wie vorher. Prima. Sonst noch was? Da kann ich zur Abwechslung mal so tun, als wäre ich kein Todeskandidat. Was soll ich damit? Umdenken. Wie bitte? Christian, wach auf. Dein Traum vom Leistungssportler, der ist erst mal vorbei. Sieh zu, dass du dir eine neue Perspektive suchst. Wie sieht die denn aus? Ach, keine Ahnung. Es wird ja wohl noch andere Studienschwerpunkte geben. Schau dir das doch wenigstens mal an.
Rehabilitationssport? Nein, danke. Christian, ich weiß, dein Sport ist alles für dich, aber du musst zumindest die Möglichkeiten in Betracht ziehen, dass du im schlimmsten Fall nicht mehr so leistungsfähig sein wirst wie früher. Komisch. Judith hat gerade genau das Gegenteil behauptet. Wem soll ich denn jetzt glauben? Wenn nicht zurückbleibt, umso besser. Aber jetzt musst du dich auf den Worst Case vorbereiten. Olli, auch wenn ich mich wiederhole. Ich brauche einen Freund, der zu mir hält und keinen, der noch Salz in die Wunde streut. Du willst also, dass ich so tue, als wäre alles in Ordnung? Tut mir leid, Christian, das kann ich nicht. Weißt du auch warum? Weil ich dich liebe. Wir sind wirklich allein. Ja, wirklich. Das zumindest. Ist mir gefallen? Nicht weglaufen. Ah, da seid ihr schon. Kommt mit. Was gibt's denn? Das wirst du gleich sehen. Das Warten hat ein Ende. Was denn? Ist schon wieder Weihnachten? Das hier ist das Ergebnis einer DNA-Analyse. Das hier ist der Beweis, dass es sich bei dieser Person nicht um unsere Mutter handelt, sondern lediglich um eine Betrügerin, die es auf unser Geld und auf unseren Titel abgesehen hat. Hast du das einen Test machen lassen? Ohne uns zu informieren? Was soll das? Du kennst ja unser kleines Schwesterchen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% handelt es sich bei der Testperson um die leibliche Mutter von Carla von Lahnstein.